God has called us to be ambassadors. Gott hat uns berufen, Botschafter zu sein. So, 3 points. 3 Punkte. The office of presbyter is created by the apostles. Und das Amt des Presbyters ist von den Aposteln Presbyter gegeben worden. is always a member of a team. Der Presbyter ist immer ein Teil eines Teams. And within that team, every presbyter is called to be an ambassador for Christ. Und in diesem Team ist jeder Presbyter gerufen, ein Botschafter für Christus zu sein. Gott die Brüder und die Jünger ermutigte. Then they appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting committed them to the Lord, in whom they had put their trust. Und dort setzten sie die Ältesten ein in der Gemeinde mit Gebet und Fasten und übergaben sie dem Herrn, In whom they had put their trust. in den sie ihr Vertrauen gesetzt hatten. Now, Paul and Barnabas had founded these churches, Paulus und Barnabas hatten diese Kirchen gegründet and they now return and they appoint elders. und ziehen jetzt wieder zurück und bestimmen Älteste. And of course, elders in Greek is presbytery. Und natürlich Älteste in Griechisch heißt Presbyter. Presbyters to take care of the churches in the absence of the apostles. Presbyter, die sich um die Kirche kümmern und sie versorgen in der Abwesenheit der Apostel. And that becomes the normal pattern throughout the New Testament churches. Und das wird das normale Muster der neutestamentlichen Kirche. So, for example, in Acts 20, we read how Paul sends for the elders, the presbyters of Ephesus, and speaks to them. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 20, dass Paulus die Presbyter in Ephesus holen lässt und zu ihnen redet. Presbyters were the normal local leadership answerable to an apostle. Presbyter war die normale lokale Leitung, die den Aposteln unterstanden und sich für ihn recht verantwortlich waren. And the apostles intended that it should continue, the ministry. Und die Apostel wollten, dass sie den Dienst weiterführen. So St. Paul writes to Titus, "The reason I left you in Crete was that you might straighten out what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed you." Und so schreibt Paulus an Titus, dass er in jedem Ort tun soll, wie er es ihm aufgetragen hat. So Paul actually makes provision for the appointing of elders in churches, not just the ones that he's been involved with, but now Titus is to appoint elders on Paul's behalf. Nun soll Titus weiter die Ältesten einsetzen. And similarly, Paul writes to Timothy, "The things you have heard from me, in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will be qualified to teach others also." Und schreibt Paulus an Timotheus, die Dinge, die du von mir gehört hast, die sollst du anderen vertrauenswürdigen Männern anbefehlen, die wieder andere darin lehren können und unterweisen. So you have the beginning of a chain. Wir haben den Anfang einer Kette. Paul, Timothy, reliable men, others. Paulus, Timotheus, verlässliche Männer und andere. Already 4 links in the chain. Wir haben schon 4 Glieder in der Kette. Beginning of a succession that begins right down to what we have done today. Der Anfang einer Folge, deren Ende und Fortgang wir heute haben. Brother Günter, the ministry to which you are being ordained today is not something, an administrative post that was thought up by people on a management course. Bruder Günter, der Dienst, zu dem du heute berufen worden bist, ist nicht von Menschen in einem Managementkurs entwickelt worden. It is a ministry founded by the apostles themselves. Es ist ein Dienst, der von den Aposteln selbst gegründet wurde. Other denominations may have ministries that they have invented over the years. Andere Denominationen können Dienste haben, die sie über die Jahre entwickelt und erfunden haben. The Reformed Episcopal family continues the ministry founded by the apostles. Die reformierte Episkopalfamilie setzt das fort, was die Apostel begonnen haben. And let that thought encourage you and strengthen you at times when the ministry gets tough. Lass diesen Gedanken dich ermutigen und stärken, wenn der Dienst schwierig wird. Second point, Der zweite Punkt.
A presbyter is always part of a team. Der Presbyter ist immer ein Teil eines Teams. The word presbyter occurs several times in the New Testament, but always in the plural. Das Wort Presbyter erscheint öfters im Neuen Testament, aber immer im Plural. For Fenwick's benefit, it does occur once in the singular. The phrase is every presbyter. Für Frederick, es passiert einmal, dass es im Singular kommt, da steht jeder Presbyter. Just in case he corrects me over tea. Zur genauen Rechtfertigung. It's important to remember that, because one of the dangers of ministry is isolation. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, denn eine der Gefahren des Dienstes ist die Isolation. The presbyter struggling on his own in a parish, isolated many kilometers from the others. Der Presbyter, der in seinem Kirchspiel alleine kämpft und von anderen Gemeinden abgetrennt ist. Expected to do all the jobs, expected to be omnicompetent. Auf dem alle Verantwortung und Erwartungen lasten und die komplette Kompetenz erwartet wird. In fact, a presbyter is a member of actually two teams. Und noch genauer, der Presbyter ist ein Teil von zwei Teams. There's the local team, Das örtliche Team, the congregation, the officers of the congregation, those with whom you work week by week, Sunday by Sunday. die örtliche Versammlung und Gemeinde, die Ämter, die da sind und alle, die sonntags immer da sind. And then there's the second team, the diocesan team of presbyters. Und dann ist das Team mit der diözesanen Presbyter. And that teamwork is a pattern you see throughout the scriptures. Teamarbeit ist ein Muster, was wir in der gesamten Heiligen Schrift sehen. In the Old Testament, for example, we see Moses who is swamped, who is overcome by all the tasks that he needs to do in leading the people of Israel. Wir sehen im Alten Testament Moses, der weggerissen wird von der Fülle der Arbeiten, die er hat, um Israel zu leiten. He cries out to God, I cannot carry all these people by myself. The burden is too heavy for me. Und er ruft und schreit zu Gott, ich kann alle diese Menschen nicht alleine tragen, die Last ist mir zu schwer. And what does God do? Und was macht Gott? He raises up 70 elders. Er raises up, Halleluja, er lässt beruft 70 Älteste, er setzt 70 Älteste ein. Which of course in the Septuagint, in the Greek Old Testament, is presbytery, presbyters. Was in der Septuaginta wieder als Presbyter sind. And shares out Moses' spirit of leadership with them. Und gibt ihnen den Geist von Moses Leitung weiter, um sie zu führen. So the work becomes achievable, doable. Damit die Arbeit verführbar und umsetzbar wird. Similarly, in the Old Testament, the high priest cannot perform all the sacrifices and all the teaching functions himself. Entsprechend im In the Old Testament, the high priest, im Alten Testament kann der hohe Priester auch nicht alle Funktionen des Tempels selbst ausüben. so his whole extended family is drawn in to share the tasks. Also muss seine gesamte erweiterte Familie sich mit hineinbringen, um die Aufgaben zu teilen. And in the New Covenant, as we have just seen, the apostles cannot be everywhere, so they appoint elders to assist them. Im Neuen Bund haben wir gerade gesehen, die Apostel können nicht überall sein, also setzen sie Älteste ein. And the New Testament actually has a word for this team of presbyters. Das Neue Testament hat ein Wort für dieses Team der Presbyter. In 1 Timothy 4:14, the presbyterion. In 1. Timotheus 4,14 das Presbyterion. Paul says to Timothy, remember the gift that was given him when the presbyterion, the body of elders, laid hands on them. Paulus erwähnt, wenn das Presbyterium der Ältesten dir die Hände aufgelegt haben. And you see that model continuing in the generation after the apostles. Und dieses Modell sehen wir in den Generationen nach den Aposteln sich fortsetzen. Especially in the writings of St. Ignatius of Antioch, Besonders von Ignatius von Antioch. who speaks a lot of the bishops surrounded by his presbyterium. Spricht viel von dem Bischof, der von seinem Presbyterium umgeben ist. And that's particularly important for us as Reformed Episcopalians. Und das ist besonders für uns als reformierte Episkopalgemeinde wichtig. Because Bishop Cummins, whose picture is out in the hall there, Das Bild von Bischof Cummins. in the very first consecration of a bishop in our tradition,
in December 1873, in der ersten Weihe eines Bischofs in unserer Denomination 1873 said that this is the episcopacy that we desire, the episcopacy Polycarp and Ignatius. wurde gesagt, dass das Priesteramt ist, nach dem wir verlangen, das Priesteramt von Polycarp und Ignatius. The model of the bishop surrounded by his presbyterium, Das Modell des Bischofs, der von seinen Presbytern umgeben wird, with whom he shares the oversight and the shepherding of God's people. mit denen er die Aufsicht und die Leitung der Schafe und der Herde Gottes tätigt. In later years, of course, as the church grew, there were satellite congregations founded and individual presbyters sent out to take care of them on behalf of the bishop. Während sich die Gemeinde in späteren Jahren erweiterte, wurden satellitenmäßig die Presbyter weiter ausgesandt. But they were still part of a single team, the diocesan presbyterium. Aber sie waren immer noch Teil eines Teams im Presbyterium. And you have just seen that demonstrated as the other members of the team have come together to lay hands on you and welcome you into the presbyterium of this diocese. Und du hast es gerade gesehen, wie die anderen Brüder kamen und Hände auf dich gelegt haben und willkommen geheißen haben in das Team des Presbyters. Exactly as their predecessors laid hands on Timothy all those years ago. In gleicher Weise, wie die Vorgänger ihre Hände auf Timotheus gelegt haben. Vor Jahren. Third point. Der dritte Punkt. The ministry of a presbyter is a ministry of reconciliation. Der Dienst des Presbyters ist ein Dienst der Versöhnung. St. Paul in 2 Corinthians chapter 5, Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 5, we are Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. wir sind Christi Botschafter und ermahnen euch, lasst euch versöhnen mit Gott. An ambassador represents his country. Ein Botschafter vertritt sein Land. The ambassador of the Federal Republic of Germany goes to London to speak on behalf of Mrs. Merkel. Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland geht nach London und spricht für Frau Merkel. He doesn't speak on his own behalf. Er spricht nicht für sich selbst. He passes on the message that he has been given from Berlin. Er gibt die Botschaft weiter, die er in Berlin bekommen hat. And as a presbyter, Günter, you will be God's messenger. Und als Presbyter Günter, wirst du Gottes Botschafter sein, His ambassador. sein Botschafter. And the message you are to pass on is, as in the New Testament, an urgent appeal to people to be reconciled to God. Und die Botschaft, die du weiter zu sagen hast, ist ein dringender Aufruf an die Menschen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. It will be your responsibility to show how that is to be done. Und es wird deine Verantwortung sein, zu zeigen, wie dieses geschieht. Through the atoning work of Jesus on the cross, which you will and the preaching of repentance and faith in that work. Durch das sühnende Wirken des Blutes Christi am Kreuz und die Verkündigung des Wortes davon. It is important that all of us keep that focus. Es ist wichtig für alle von uns, behaltet diesen Blick. Everything that we do, our synods, our organization, is useless if we are not being ambassadors for Jesus Christ. Alles, was wir tun als Synode, bleibt nutzlos, wenn wir es nicht als Botschafter Christi tun. The temptation for all of us is to get caught up in the running of the church, the administration of the church. Die Versuchung, die uns alle lauert, ist, dass wir ergriffen werden, die Kirche in Bewegung zu behalten. To turn away from our high calling and be satisfied with something easy. Von unserer hohen Berufung uns abzuwenden und mit etwas niedrigeren, leichteren, einfachen zufrieden zu sein. To forget that we are ambassadors with a wonderful message of reconciliation. Zu vergessen, dass wir Botschafter mit einer wunderbaren Botschaft der Versöhnung sind. Germany, like the United Kingdom, is a field waiting to be harvested. Deutschland ist wie das Vereinigte Königreich ein Feld, das darauf wartet, abgeerntet zu werden. And it is our task to be the harvesters. Es ist unsere Aufgabe, die Ernteleute zu sein. In collaboration with each other In Zusammenarbeit zusammen and with the members of our congregations. und den Mitgliedern unserer Gemeinden.
if we lose sight of that, sollten wir den Blick dafür verlieren. then we are playing at church. Dann spielen wir Kirche. God has called us to be ambassadors. Gott hat uns berufen, Botschafter zu sein. So, 3 points. 3 Punkte. The office of presbyter is created by the apostles. Und das Amt des Presbyters ist von den Aposteln Presbyter gegeben worden. is always a member of a team. Der Presbyter ist immer ein Teil eines Teams. And within that team, every presbyter is called to be an ambassador for Christ. Und in diesem Team ist jeder Presbyter gerufen, ein Botschafter für Christus zu sein. May God bless you as you take up this ministry. Gott dich segnen, für diesen Dienst jetzt beginnst. Amen.